Kinder, ich erzähle euch jetzt eine unglaubliche Geschichte. Sie handelt davon, wie ich eure Mutter kennengelernt habe. Kein Interesse, Freispruch für uns. Tschüss. Sitzen bleiben. Wie ihr wisst, war eure Mutter menschlicher Natur. Als ich also wie so oft das Treiben auf der Erde beobachtet habe, entdeckte ich sie eines Tages und verliebte mich abgöttisch in sie. Abgöttisch. Das ist lustig, weil er der Göttervater ist. Weißt, Göttervater. Ach, egal, mach weiter, Dad. Gut, ich war allerdings mit Hera verheiratet. Oh, das war eine Furie, kann ich euch sagen. Manometer. Ich hab das dann aber im Olymp wie ein Mann geklärt. Ich beschließe, jeder Gott darf auch eine Erdenfrau haben, aber wehe, jemand weckt und erzählt Hera davon. Und warum dieser Beschluss? Naja. Natürlich, dass die Menschen uns ähnlicher werden, Hermes. Ja, genau das ist der Grund, Possi, du hast erkannt. Eure Mutter war ein sanftmütiges Mädchen, das die Tiere liebte, als wären sie ihresgleichen. Oh yeah, Mama also. Und so kam es, dass ich mich in den prächtigsten Stier, den die Welt je gesehen hat, verwandelte und mich eurer Mutter nährte. Sie kam auf mich zu, streichelte mich und stieg auf meinen Rücken. Oh, wer kann da schon widerstehen? Das war meine Chance. Ich galoppierte los ins Wasser und schwamm mit ihr raus aufs offene Meer. Kein Wassertropfen berührte sie, kein Funken Angst verspürte sie. Als wir auf Kreta ankamen, verwandelte ich mich zurück. Ich hab dich hierher gebracht, um dich zu fragen, ob du meine Prinzessin sein willst. Ich meine, ich kann verstehen, wenn du Nein sagst und dann bringe ich dich sofort zurück, aber bitte. Und so verging die Zeit und wann immer ich nicht im Olymp zu sein hatte, war ich bei ihr, meiner Geliebten. Doch die Zeit ist grausam und irgendwann muss auch ein Gott lernen, dass es Dinge gibt, denen selbst er machtlos gegenübersteht. Sie wurde mir genommen, sie wurde zur Erinnerung, doch jeder Mensch sollte fortan ihren Namen kennen. Dafür habe ich gesorgt. Das war schön. Und schön kurz. Ein Mensch hätte für so eine Story sicher an die 9 Jahre gebraucht. Göttlich. Wir haben 6 großen europäischen YouTubern das Thema Europe, I love you, Fragezeichen gegeben. Mit dabei sind Irland, Griechenland, Rumänien, Belgien, Österreich und Deutschland.